Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da. O Gelübde, lasst erklingen, was im dunklen Grab geschah. Jesus hat den Tod bezwungen und uns allen Sieg errungen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Halleluja, auferstanden ist die Freude dieser Zeit. Denn aus Leiden, Schmerz und Banden geht hervor die Herrlichkeit. Was im Tode scheint verloren, wird in Christus neu geboren. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Liebe, Freude und Friede des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Lieber Vater Schorsch, liebe Schwestern, liebe Brüder und Sie, die mit uns per YouTube auf Live verbunden bleiben, um das Leben mit dem auferstandenen Jesus Christus mitzufeiern. Einen wunderschönen guten Morgen. Vater Schorsch und ich begrüßen Sie ganz herzlich zum Altar Gottes, um unser Leben mit Jesus zu feiern. Der zweite Ostersonntag wird als Sonntag der Barmherzigkeit Gottes oder Weißer Sonntag bezeichnet. Bereiten wir uns vor, auf das Wort Gottes zu hören, zu meditieren und von der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes erfüllt zu sein. Herr, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Christ, erbarme dich, erbarme dich. Christ, erbarme dich, Christ, erbarme dich.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Zum Gloria 329, die 4. und 5. Strophe. 329. 4 und 5. Wir schauen auf zu Jesus Christ, zu ihm, der unsere Hoffnung ist. Wir sind die Glieder, das Haupt. Erlöst ist, wer an Christus glaubt. Nun singt dem Herrn das neue Lied, in aller Welt ist Freud und Fried. Es freut sich das sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die ehrliche Osterfeier erneuerst du die Gläubigen deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und des Gebetes. Alle wurden von Furcht ergriffen, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen, und alle, die glaubten, waren an denselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon alle zu, jeden so viel, wie es nötig hatten. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihre Häuser das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Läuterkeit des Herzens. Sie loben Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft, die ihnen zu, die gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Nummer 533, 1 und 4. Lasst uns erfreuen herzlichst. 533, 1 und 4. Lasst uns erfreuen herzlich sehr. Halleluja. Maria sonst und feindlich mehr. Halleluja. Verschwunden sind die nebenan.
Halleluja. Jetzt glänzt der Lebenssonnenstrahl. Halleluja. 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 Aus seinen Wunden fließen her. Halleluja. 5 Freuden sind 5 Freuden mehr. Halleluja. Die freut sich über dich heraus. Halleluja. Und erkenne die Freude groß. Halleluja. 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 Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit seinem Geiste. Aus dem Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Augen seiner Jünger. Sie sind in diesem Buch nicht aufgeschrieben. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, an diesem Tag präsentiert uns das Evangelium seinen Aposteln das Erscheinen des auferstandenen Jesus. Zuerst ohne Thomas und zum zweiten Mal nach 8 Tagen mit Thomas. Er erschien 2 verschiedene Male, aber beide Erscheinungen sind zusammen platziert. Wir werden also bedenken, dass Jesus seinen Jüngern erschienen ist. Beim ersten Auftritt begrüßte er sie 2-mal mit: Friede sei mit euch. Dann hauchte er ihnen seinen Geist ein und sagte: Nehmt den Heiligen Geist an. Und sandte sie mit den folgenden Worten: Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Beim zweiten Auftritt begrüßte er sie einmal: Friede sei mit euch. Und der Fokus lag auf Thomas. Das Erscheinen, Begrüßen, Hauchten seines Geistes und dann das Senden mit der Autorität, all dies verband sich miteinander. Die Apostel wurden von Jesus persönlich namentlich ausgewählt, um bei ihm zu sein und
in seinem Namen ausgesandt zu werden. Und Jesus ließ sie alle Wunder sehen und zeigte ihnen seine Liebe. Sie hätten bei Jesus in seinen Leiden bleiben sollen. Aber sie haben ihn verlassen, sie rannten von ihm weg. Es gibt jetzt keinen Jesus mit ihnen und all ihre Hoffnung auf Erlösung ist in Frage gestellt. Auf der einen Seite hatten sie das Gefühl des Schuldbewusstseins, dass sie Jesus verlassen hatten. Auf der anderen Seite Angst vor den Behörden des Staates. Darum sozusagen versteckten sie sich in einem Raum wie Adam im Buch Genesis. Jesus erschien ihnen mit Grüßen, Friede sei mit euch, und bestätigte ihnen, ich vergebe euch, ich akzeptiere euch und ich gebe euch die Autorität, die Sünden anderer zu vergeben. Habt keine Angst und fürchtet euch nicht vor anderen. Nehmt meinen Geist an, mutig für die Wahrheit einzutreten, wie ich stand. Und geht mit meiner Autorität zur Welt hin. Sozusagen wurde der Zweck der Erscheinung Jesu erfüllt. Warum sollte Jesus ihnen nach 8 Tagen zum zweiten Mal wieder erscheinen? Liegt es an Thomas? Ich würde vielleicht sagen, ja. Jesus wollte auch Thomas mitteilen, ich akzeptiere dich, Thomas, so wie du bist. Und ich liebe dich. Glaub an mich. Wir finden hier, liebe Schwestern und Brüder, die göttliche Barmherzigkeit und Vergebung und Akzeptanz Gottes in Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind in der gleichen Situation wie die Apostel und wie Thomas. Warum müssen wir unter die Menschen heutzutage im Haus bleiben? Was ist los in der Welt? Warum ist diese schwierige Situation, die wir in der Geschichte nie erlebt haben? Wer ist die Ursache dafür? Ist es unser eigener Stolz und Egoismus gegen die Natur und die Welt? Wie wäre die zukünftige Situation meiner Familie, meines Landes, meines Ehrgeizes? Wie viele Tage brauche ich, um mich vor diesem Coronavirus zu schützen? Wie die Jünger sind wir alle in unseren Häusern und Räumen und haben Angst vor unserem Leben und unserer Zukunft. Wir denken manchmal, wie Thomas, lebt Jesus wirklich? Wenn ja, warum lässt er sein Volk leiden? Liebe Schwestern und Brüder, Jesus erscheint jedem von uns und grüßt, Friede sei mit dir. Sei nicht besorgt und ängstlich. Vergiss, was auf der Welt passiert ist und was ein Einzelner getan hat. Und empfängt jetzt meinen Mut und meine Liebe, deine Herausforderungen zu gewinnen. Glaub, ich lebe. Ich bin dein lebendiger Gott. Ich schenke dir das neue Leben. Ich bereite dich vor und sende dich als Botschaft des Friedens und der Liebe.
akzeptiere. Vergib einander als Brüder und Schwestern und die Natur. Lass den Frieden in der Welt herrschen. Ich bin der Gott der Barmherzigkeit. Ich bin lebendig und liebevoll. Bleib bei mir. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater der Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen achtet, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. der barmherzige Gott kennt unsere Tränen und unsere Träume. In Jesus ist ihm nichts Menschliches fremd. Ihm vertrauen wir unser Leben an und bitten, barmherziger Gott, erbarme dich. Über alle Verworrenheiten unserer Kirche, barmherziger Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, erbarme dich. Über den Unfrieden und das Chaos unserer Welt, barmherziger Gott, erbarme dich. Erbarme dich. Barmherziger Gott, erbarme dich. Über alle unsere Kranken, über alle Einsamen und Unverstandenen, barmherziger Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, erbarme dich. Über uns selbst in Schmerz und Leid, in Trauer, Wut und Enttäuschung, barmherziger Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, erbarme dich. Über all das, was uns im Stillen bewegt, barmherziger Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, erbarme dich. Über alle unsere Verstorbenen, barmherziger Gott, erbarme dich ihrer. Barmherziger Gott, erbarme dich. Du barmherziger Gott, kennst unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht. Du siehst uns und verstehst uns. In dir sind wir geborgen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Singen wir freudig erlöste Christenheit 337. 337.
Freudig erlöste Christenheit, freudig und segnend, der Heiland ist erschaffen. Halleluja, sing König, Halleluja. Dein Tage nur mit ihm das Jahr, freudig und segnend, das Haus. Halleluja, sing König, Halleluja. Wie wunderlos es groß, wie schön, freudig und segnend, die Sonne und Mond ganz anzusehen. Halleluja, sing König, Halleluja. Die Seite, die geöffnet war, freudig und segnend, zeigt sich als Hinweiswort vergangen. Halleluja, sing König, Halleluja. Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nehme das Opfer an aus seinen Händen, zum Lob und Preis seines Namens, so segnen wir uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, unser Vater, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in ihr Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Sanctus 193. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen. wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tür des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Mächte. Erfüllt sind die Himmel und die Erde von seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Erlöst sei, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Allmächtiger Gott, du weißt genau,
unsere schwierige Situation, was wir heutzutage erleben. Wir bleiben in unseren eigenen Wohnungen und Häusern und nehmen in die Messe teil. Segne uns, begleite uns. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhört ist, bitten wir dich. Allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und die Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns selber zu einer Gabe, die dir gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen
mit Maria, der Mutter unseres Herrn, mit unseren Namenspatronen, mit der heiligen Anna, dem heiligen Anton Maria Claret und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Stärke deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Stärke sie im Glauben und in der Liebe. Stärke unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Christoph. Stärke unsere Pfarrer, stärke das ganze Volk deiner Erlösten. Guter Vater, wir empfehlen dir unsere verstorbenen Schwestern und Brüder, besonders die verstorbene Frau Brunner und die Verstorbenen der Familie Ammerer. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in deine Herrlichkeit auf. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, einmal zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Singen und loben wir gemeinsam. Durch ihn und mit ihm in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen genau nicht, wie viele mit uns verbunden sind, wer sie sind. Aber im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus sind wir geistig wie eine Familie verbunden. Mit diesem Gedanken, ich bin mit einer großen Familie, beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Heute ist er gegenwärtig unter uns in unseren eigenen Wohnungen und Häusern und Räumen. Grüßt ihr, Friede sei mit euch, meine liebe Kinder, mein Sohn, meine Tochter. Fürchtet euch nicht, ich bin da. Derselbe Jesus Christus jetzt grüßt. Der Friede des auferstandenen Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du bist in der Küste der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Liebe Schwestern und Brüder, seht unseren Herrn Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und der das volle Leben uns gibt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur dein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebe Schwestern und Brüder, die über YouTube auf Live mit uns verbunden bleiben. Sie konnten nicht die Kommunion empfangen, aber unser Herr Jesus Christus ist gegenwärtig unter uns. So ich bitte Sie, ein paar Minuten Ihre Augen zu schließen und fühlen Sie sich selbst das auferstandene Jesus Christus bei mir ist. Er bleibt bei mir. Er segnet mich und meine Familie. Singen wir, ist das der Leib, Herr Jesu Christ, 331. 331. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der Tod im Grab gelegen ist? Komm, komm, wir Christen, jung und alt, schaut die verklärte Leibsgestalt. Halleluja, Halleluja. Der Leib ist klar, der Weg Kristall. Rubinen gleich die Wunden all. Die Seele durchstrahlt den Licht und rein,
leuchten eben lang. Halleluja, Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen und in deiner heiligen Messe teilgenommen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre Mitfeier, für Vater Schorsch und ich, die 2, 3 Leute hier bei uns sind. Wir grüßen Sie allen. Einen wunderschönen und gesegneten Sonntag. Bleiben Sie weiter gesund. Wir bleiben immer im Gebet verbunden. Unter der Woche wird auch die heilige Messe um 18 Uhr per YouTube auf Live übertragen. Bitte nehmen Sie die Messe teil und beten Sie für Ihre eigene Familie und für die ganze Welt. Und am Sonntag wird die Messe um 10 Uhr übertragen. Und wie Sie wissen, wir beide probieren versuchen, mit Ihnen die Messe zu feiern. Wir haben versucht, diese YouTube-Channel mit Ihnen in Verbindung zu haben. Aber wir brauchen auch viele Teilnehmer in diesem Channel. Es ist schon 20 Tage ist schon vorbei. So wenn nicht viele Teilnehmer in diesem Channel sind, dann haben wir ein bisschen Problem. So ich bitte Sie zu abonnieren. Sie sind mit dem Laptop oder Handy oder egal, Fernseher, aber Sie schauen unter dem Video abonnieren rote Farbe. Sie finden genau, wenn Sie unterkommen. So abonnieren. Bitte klicken Sie nur. Das ist genug. Denn Sie sind schon aufgenommen. Klicken Sie abonnieren. So, wenn wir viele Teilnehmer haben, haben wir kein Problem zu übertragen. Vielen Dank für Ihre Mitfeier und Hilfe und Unterstützung. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne euch und behüte euch, der allmächtige, barmherzige und liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bleibt in der Liebe und Frieden Christi. Dank sei Gott, der Dank.